Hallöchen, Chris Niosi und an die ganzen lieben Zuschauer, die jetzt hier mal sich die Konzeption meines Charakters für Tome RPG reinziehen. Und ja, das Ganze wird dann untertitelt, das findet ihr dann irgendwo hier im unteren Bildschirmbereich. Werde ich mal im Laufe des Tages dann mal alles händisch eintippen müssen. Puh. Auf jeden Fall, das Ganze erstmal auf Deutsch, mit Untertitel Englisch. Alles kein Problem, kriegen wir hin. Es geht nämlich um meinen Charakter, den Zell Knight. Mein Name ist LSQ. Hab mir gedacht, okay, irgendwie möchte ich, wie das MadPad und andere schon gemacht haben, recht kreativ machen mit ihren Namen. Möchte quasi die Eigenschaft des Spielers so ein bisschen in seinem Namen drin haben, genauso wie Ronnie Editor zum Beispiel oder Mad Theorist. Fand ich zum Beispiel sehr gut. Allerdings kann ich ja schlecht, weil dann kommen ja ein Haufen Leute an, die gerne Player oder Gamer oder sowas haben wollen in ihrem Namen. Also habe ich mich geeinigt auf Zell Knight, damit er auch so seine Eigenschaft als Charakter, also sein Design so ein bisschen wieder gespiegelt wird. Ja, Guardian of the Cell, mehr oder weniger nur ein Spaßfaktor, eine Referenz auf ein Spiel, was ich lange gespielt habe, Elsword. Auch eine Side-Scrolling-RPG, in dem man einen sogenannten Typ spielt namens Elsword, der das sogenannte L, ein Mineral mit elementaren Eigenschaften, quasi beschützt, auf der Suche danach ist. Die Story ist ein bisschen strange. Auf jeden Fall soll eine Referenz darauf sein. So, der gute Herr ist ein Let's Player. Wie gesagt, soll eine repräsentative Eigenschaft haben für mich, weil ich auch Let's Player bin und auch generell viele RPGs spiele. Auf jeden Fall, der gute Herr hat schon seit der Beta das Let's Play angefangen zu Tome RPG und ja, ist seitdem aktiv am Spielen, hat seitdem schon einige Spieler besiegt, hat schon einige generell, also er hat Erfahrung in dem Spiel, also worauf ich generell eingehen will. Er hat sich schon immer gerne, seitdem er RPGs spielt und solche Geschichten, hat er sich schon immer gewünscht, so eine repräsentative Figur in einem Spiel zu haben, einen Ritter mit bestimmten Kräften. Allerdings findet er, es gibt ja Infernal und Ice und Electric bei Tome RPG. Oder ja, ihr wisst ja, was ich meine. Also die Namen habe ich jetzt gerade nicht richtig im Kopf. Auf jeden Fall hat er sich gedacht, okay, bevor ich jetzt eines dieser Elemente nehme, die eigentlich relativ typisch sind für einen Ritter, die eigentlich zu einem Ritter oder generell einem Schwertkämpfer gut passen würden, entscheide ich mich mal explizit dafür, dass ich Natural mache und tue dadurch mein Moveset, was dann ein bisschen entstehen soll, ein bisschen unkonventioneller gestalten. Und so habe ich mir das auch ein bisschen ausgedacht. Und er trifft dann schließlich irgendwann eines schönen Tages im Laufe der Abenteuer von dem Whitehead Hacker und der Dandy Alliance, trifft er auf sie, fordert sie zum Kampf heraus, mehr oder weniger mit dem Hintergrund, dass er gerade ein Let's Play, eine Folge aufnehmen wollte und gerade sozusagen gerade in dem Moment, wo er angefangen hat, die Folge aufzunehmen, dann die Dandy Alliance auf ihn zukommt. Oder dann, also ich kann ja mal den groben Dialog mal wiedergeben. Ich werde den aber auch noch im PDF, im Agreement ein bisschen besser umschreiben. Es soll so ähnlich gehen wie: Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play-Folge zu Tome. Wie ihr mitbekommen habt, habe ich schon lange dieses Spiel gespielt und jetzt demnächst beginnt das Battle Royale und ich möchte da unbedingt dran mitmachen. Und, oh, wer bist denn du? Ah, du siehst aus nach einem neuen Spieler. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe schon lange nicht mehr die Länder von Tome bereist. Wie wär's, wenn wir uns einmal duellieren? Einfach mal die Kräfte nochmal ausmessen. Und dann quasi entweder nimmt man das als Enddialog, also wenn man den Charakter nur einmal trifft, kann man das entweder so als Dialog nehmen. Oder halt, wenn er für den ersten Kampf, ich weiß nicht ganz genau, wie es dann später konzeptioniert ist, ob dann die Charaktere, die man bekämpfen kann, also die kommissionierten Charaktere von den Spielern, von den Finanzierern, ob man die öfters als einmal bekämpft. Auf jeden Fall, wenn er verliert, kann er dann schön einen Dialog machen, so:
oh, ich habe die neuen Spieler total unterschätzt. Ich hätte nicht erwartet, dass inzwischen so viele raffinierte Spieletechniken inzwischen integriert wurden. Ich muss üben, hoffentlich auf ein bald, so ungefähr. Und dann beim zweiten Mal er inzwischen ein bisschen kompetitiver geworden ist, wieder seinen Reiz gefunden hat in dem Spiel, wieder so seine Wurzeln wieder entdeckt hat. Ja, Natural Wurzeln, ja, versteht ihr? Ja, so. Auf jeden Fall, ja, dass er dann wieder so ein bisschen dieses nicht mehr auf die ganz so leichte Schulter nimmt und sich sagt so, ja, okay, die Jugend von heute, die ist inzwischen richtig gut bei dem Spiel. Die möchte inzwischen richtig kompetitiv werden. Und ich bin ja eigentlich ein Veteran und eigentlich kenne ich mich mit dem Spiel sehr, sehr gut aus. Aber die Jugend von heute, die hat mich inzwischen eingeholt und es wird Zeit, dass ich wieder kompetitiv werde, quasi offscreen. Bekämpft er wieder viel mehr Leute, er wird viel kompetitiver, gründet im Endeffekt seine eigene kleine Gruppe, also, ja, mit denen er dann schließlich später die Dandy Alliance wieder herausfordert. Und so stelle ich mir das ungefähr vor. Und er dann beim zweiten Mal auch weniger theatralisch, weniger auf seinen Let's Play-Kanal und sowas arretiert, sondern einfach, weil ihn plötzlich das Ganze wieder reizt, wieder Lust bekommt, herausfordernde Kämpfe zu haben, er sie deshalb beim zweiten Mal herausfordert, einfach nur um der Herausforderung willen, um selber zu sehen, wie gut er sich noch schlägt im Vergleich zu der Jugend. Und ja, sein Verlierer-Quote könnte dann am Ende sozusagen sein, so, ja, die Jugend von heute, die ist einfach viel affiner für solche Spiele, man muss das Spiel leben, dieses Spiel züchtigen. Ich habe nicht mehr so viel Zeit dafür, aber ich wünsche dir im Battle Royale alles Gute, viel Erfolg und denk an deine Freunde und ja, so ein bisschen motivierend sprechen und so etwas. Auf jeden Fall kommen wir zum Design, das ist jetzt schon ewig im Bildschirm drin. Da gehen wir mal ein klein bisschen drauf ein. Das Sprite, was ich hier genommen habe, ist aus Fate Grand Order. Das ist nämlich der Ritter Gawain der Tafelrunde. Hier einmal rausgeschnibbelt. Er hat eine sehr interessante Schwertpose, eine sehr interessante Kampfpose. Die möchte ich eigentlich auch so an sich gerne so sehen in Tome RPG. Weiß nur nicht, wie leicht oder wie schwer das sein wird, die vielen Details unterzubringen bei seinem Design oder generell bei seiner Pose, ob man das dann so weit beibehalten kann. Ich mag generell die Stiefel, diese metallenen Stiefel, die mag ich generell, die würde ich auch größtenteils beibehalten wollen. Die Hose, die er da trägt, die dunkle, die kann man eigentlich auch so weit lassen. Diese blauen Highlights, diese blauen Gurte, die er hat, könnte man entweder in grün abändern, ganz weglassen. Ich bin da eigentlich, was das Design betrifft, bin ich eigentlich recht offen, was das betrifft. Weil ihr kennt euch ja besser mit dem Charakterdesign aus und wie das dann am schönsten aussieht, dann später auch als gegnerische Spieler. Relativ simpel gehalten, finde ich auch gut so. Genauso bei den Handschuhen, die er hat, diese Metallhandschuhe, bin ich auch generell nicht unbedingt ein Fan von. Wird eigentlich fast eher dazu raten, dass er entweder Lederhandschuhe trägt, so ein bisschen Link-mäßig von Zelda, oder dass man da halt eben fingerlose Handschuhe macht, ein Baumwollhemd und quasi diese ganze Plattenrüstung einfach weglässt. Die Plattenrüstung, so wie sie hier ist, sieht nicht schlecht aus. Und generell wäre das auch so mein Stil, den ich auch gerne haben würde. Aber generell muss ein Ritter, also ich finde ein Ritter, der jetzt quasi dieses Natural Alignment hat, so ein bisschen komisch, wenn der so eine Vollplattenrüstung anhat. Also finde ich so ein klein bisschen komisch. Bei den Stiefeln kann ich es akzeptieren. Bei den Stiefeln ist es okay, das bringt einen festen Stand, das bringt einen gewissen Ritterlichkeit, so wie man will. Ja, das bringt es schon ein bisschen her. Aber so diese Handschuhe und diese Vollplattenrüstung bin ich nicht ein Fan davon. Ich blende mal kurz was ein, was ich sehr gut fand unter anderem. Da habe ich mir Inspiration aus Berserk geholt, unter anderem von Serpico, einem Charakter, der unter anderem Windgeister auch befehligt für seine Angriffe. Er trägt ja auch so eine Art Baumwollhemd und relativ leichte Kleidung. Hier in dem Fall jetzt keine Handschuhe, kein gar nichts. Aber so in dem Stil fände ich es zum Beispiel nicht schlecht. Überlasse ich euch. Könnt ihr im Endeffekt entscheiden. Ansonsten
das Cape kann etwas kürzer sein. Also das Cape geht jetzt über seine ganze Körperlänge, das kann natürlich dann auch etwas kürzer sein, das kann auch bis gerade mal zu den Knien reichen oder sowas, ist mir völlig egal. Das Cape wird dann schließlich grün, so ein bisschen dieses Camouflage, also es soll nicht Camouflagefarben werden, aber es soll ein bisschen dieses Natur, dieses Wald, dieses ganze Thematik, es soll ein bisschen in die Richtung gehen, mehr als irgendwie, ja, Royalty und so Geschichten. So, ja, dann haben wir das Cape, dann das Schwert, was Gawain hier trägt, das wird natürlich ersetzt. Will ich mit diesem Schwert ersetzen, ist das Schwert Alondite von dem Schwarzen Ritter aus Fire Emblem Path of Radiance. Ich habe viele Einflüsse von vielen verschiedenen Spielen in meinem Moveset drin, in meinem Charakter drin. Und ich fand dieses Schwert vom Schwarzen Ritter fand ich sehr interessant, hat einen goldenen Griff. Grüne Ornamente, die sieht man jetzt an der Stelle natürlich nicht so besonders gut. Ich zoome mal ein klein bisschen rein. Diese grünen kleinen Ornamente fand ich an sich sehr hübsch. Die Klinge ist silberfarben und glänzt so ein bisschen im Mondlicht. Ich mochte das. Ich mochte das wirklich sehr gut. Es gibt dann die Schwesterklinge Ragnell in dem Spiel. Die hat eine goldene Klinge und dafür einen schwarzen Griff. Fand ich jetzt persönlich aber nicht so schön. Und vor allen Dingen, weil ich der Typ bin, der eher nicht so drauf steht, was für Waffen so die Hauptcharaktere haben, sondern eher die Nebencharaktere. Da gab es viele Kandidaten dafür. Aber ich habe mich im Endeffekt für dieses Schwert entschieden, weil für mich sieht das ganz gut aus, passt auch ganz stimmig zu dem Charakter und seinen Fähigkeiten, die wir dann gleich ja, erläutern werden. Okay, dann Haare sollen ungefähr meinem entsprechen, schön dunkel, schön, fast schon in Richtung schwarz. Ich werde aber jetzt an der Stelle jetzt nichts editieren, weil ich bin einfach nur furchtbar in GIMP und ich kann das mit dem Highlighten und sowas überhaupt gar nicht. Ich kann überhaupt nicht zeichnen, deshalb habe ich hier eine Vorlage an der Stelle. Auf jeden Fall schwarze Haare. Die Haare kann man ungefähr in dem Stil lassen, so wie er sie trägt. Also so ein bisschen, ja, nicht unbedingt spiky, aber so ein bisschen floaty. Ja, so ein bisschen, soll ein bisschen wehen können, so die Haare. Dann generell soll er eine Brille tragen. Ja, soll ja mich repräsentieren. Auch im Avatarbild soll er dann auch eine Brille tragen. Sprich, entweder so wie ich das jetzt hier habe, mit einer rahmenlosen Brille oder entsprechend mit einem dunklen Rand, also halt etwas dünnerer dunkler Rand. Aber am liebsten wäre mir rahmenlos. Aber ihr könnt ja gerne darauf eingehen, wie ihr es am besten dann für euer Enddesign haben wollt. Genau, ansonsten die Kampfpose. Generell würde ich sie so beibehalten wollen. Ist mal ein bisschen was anderes, ist mal was nicht so typisches, dieses typische Bild, was man so hat bei den Schwertkämpfern, dass die entweder mit beiden Händen ihre Schwerter da vorhalten oder seitlich oder irgendwie so etwas. Ich mag das nicht. Das wirkt so klischeehaft, das wirkt so typisch. So wie Gawain das trägt bei der Fate Stay Night Serie, generell bei den Type Moon Serie, sozusagen wie er das hält, ne? Dieses eher ungewöhnliche, also so ungefähr oder so, ja, sozusagen. Ich finde, es sieht ein bisschen interessanter aus und es passt auch, glaube ich, recht gut zu so einem Charakter und auch für Tom RPG, glaube ich, ist das nicht schlecht. Okay, dann generell zur Story haben wir was gesagt. Grüne Augen soll er bekommen. Ich bin zu schlecht in GIMP, um jetzt ihm ein paar schöne grünliche Augen zu verpassen. Aber ja, ich habe so grünliche Augen und die möchte ich eigentlich auch gerne in dem Charakter wiedersehen. Dann haben wir ja generell Designentscheidungen oder Unsicherheiten haben wir ja schon generell mal ein bisschen besprochen. Gerade diese Geschichte mit der Fullplate Armor, mit diesem Stahlrüstung. Mir persönlich gefällt es nicht unbedingt. Ich würde es fast eher in Richtung Leder oder Richtung Baumwoll oder irgendwie sowas. Es soll immer noch dieses Ritter-Thema soll immer noch irgendwie drin sein, ohne die viele Rüstung. Ich weiß, es klingt schwierig, aber ich bin mir sicher, er kriegt das irgendwie hin. Aber ich weiß nicht, wie ich es genau beschreiben soll. Ich würde eher so ein natürliches, also es soll so Natur Fasern benutzen. Wie gesagt, die Stiefel, ich weiß nicht, ich habe eigentlich einen Narren an die Stiefel gefressen. Wenn ihr meint, aber vom Design her, das passt nicht unbedingt, dass der da Stahlschuhe trägt zu
Leder, zu einem Lederharnisch oder zu einem Baumwollharnisch trägt oder sowas, dann könnt ihr natürlich auch gerne so Lederstiefel machen draus oder sowas. Gerade so Knie hoch, so unter Knie hoch, so Schenkel hoch. Das wäre mir recht, prinzipiell. Wie gesagt, das Enddesign ist alles euch überlassen. Ich gebe euch nur ein paar Ideen. Gerade das Schwert fände ich sehr schön. Gerade die Kampfpose fände ich so sehr schön. Brillenträger, schwarze Haare und grünes Cape, das vielleicht bis zu den Knien geht. An und für sich meine Ideen. Was ihr damit macht, könnt ihr entscheiden. Auf jeden Fall, genau, und dann die Geschichte, weil er trägt ja in der rechten Hand, trägt er das Schwert. Er benutzt das als Einhänder. Und dann gibt es so Darts, die kommen dann im Laufe seines, so kleine Nadeln. Die kommen im Laufe seines Movesets, kommen die dann zum Tragen. Und die würde ich am liebsten eigentlich am rechten Arm, also wenn er sie so hebt, dann ist die linke Hand ist offen. Und dann könnte er sich diese Darts aus so einem Gurt schnappen und könnte die dann dem Gegner direkt zuwerfen, ohne dass er für sich viel bewegen muss. Die Frage ist, wie man den anbringt, wie der am besten positioniert ist. Vielleicht tut man den auch am Arm, dass er noch ein bisschen leichter zu schnappen ist. Und dann zack. Ich weiß es nicht. Überlasse ich euch gerne. Also entweder am Oberarm oder am Unterarm. Ganz eure Entscheidung. Genau. So, und generell die Vereinfachung des Designs finde ich an und für sich wäre wünschenswert. Ich weiß ja, ihr macht mit euren Designs bei Tome, mit den Gegnercharakteren und überhaupt, ihr macht ja noch recht viele Details rein. Aber es muss nicht unbedingt so detailreich sein, wie ich das jetzt hier ungefähr habe, jetzt bei dem guten Kerl hier. Könnt ihr gerne mit eurem eigenen Tome-Charme sozusagen ein bisschen umgestalten. So. Dann wollen wir mal zu den Moves kommen. Und da habe ich mir sehr lange Gedanken machen müssen darüber. Weil es ist eigentlich das Schwierigste an dem Charakter für mich, ist immer noch ein konsistentes Moveset zu finden für einen Charakter, der, sage ich mal, schon in so einer ähnlichen Form schon 1000-mal vorgekommen ist. Fangen wir aber an. Ich habe denen schon ein paar Move-Namen gegeben. Ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze hier mit der Beschreibung und alles, wie ich das in die PDF packen will. Vielleicht lasse ich euch das einfach so ein bisschen eingeblendet. Oh, da fehlt ein Dings, aber ihr könnt es euch dann ja jederzeit im Video euch ja wieder anschauen und sagen, wie die Fähigkeit, ja, also ob es generell so passt. Auf jeden Fall, sein erster Skill ist das C-Kombo, sein Basis-Kombo. Da macht er 3 Schwertsprünge, einmal horizontal, einmal diagonal und einmal nochmal horizontal. Das Ding soll im Endeffekt ein Z bilden, so eine Art After-Image-Z, also so eine Art, ja, ich will nicht unbedingt Dragon Ball Z sagen oder sowas, aber es wäre halt sehr interessant, wenn da halt wirklich so ein Windstreifen da sich so nachzieht bei den Angriffen, bei dem Z-Kombo. Würde ich ganz lustig finden, würde ich auch ganz nett finden. Dann habe ich mir schon überlegt, es wird Low Damage sein für jeden einzelnen Angriff. Habe ich jetzt gerade vergessen reinzutippen in dem Moment. Schade eigentlich. Auf jeden Fall. Ah, ne, da habe ich das doch. Mit Low Damage. Eigentlich habe ich das vorgehabt rüberzubringen. Egal. Auf jeden Fall, das Ganze soll Low Damage sein. Das ist ja auch sein Basis-Kombo. Soll ja nicht viel auf einmal Schaden machen. Und ja, ist generell blockbar. Man kann also, gerade wenn der Gegner wenn Cell Knight auf einen zukommt, kann man den kurz blockieren. Es soll ein kleines Easter Egg kommen. Ich weiß nicht, ob ihr das so implementiert bekommt, aber ich hätte eine kleine nette Idee zu dem Ganzen gehabt. Generell, ja, beziehungsweise wie soll ich es am besten sagen? Auf jeden Fall soll, wenn er sein Z-Kombo macht, dann bildet er sich ja ein L, ein Z. Und dieses Z, wenn man das beim dritten Angriff, also nur beim dritten Angriff, wenn man es schafft, den Angriff zu blockieren, also nur den dritten Schwung, ich weiß nicht, ob ihr das implementiert bekommt, könnt ihr auch weglassen, es ist nur Wunschdenken von mir. Dann kann man den dritten Angriff blockieren und hat im Endeffekt ein L gebildet.
dieses L, das wird dann mal kurz umgedreht und mal kurz gehighlightet und dann heißt es so Loser. Und das Zelda guckt sich das dann so an, so oh man. Das wäre eine lustige kleine Easter Egg-Geschichte, so wie ihr das auch bei diesem kleinen rollenden Käfer gemacht habt, dass wenn man an der Stelle blockt, dass die dann umfallen, dass die ja weiter auf dem Rücken liegen. So etwas hätte ich ähnlich gehabt, gerne aber an der Stelle, ob ihr es macht oder nicht, wie ihr wollt. Ihr könnt auch dann dazu irgendwie machen, dass der nächste Angriff, der dann anschließend nach diesem erfolgreichen Auslösen kommt, dass der 20% mehr Schaden macht oder sowas. Wie ihr wollt, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Es sind ja nur grobe Ideen. Der benutzt diesen Angriff recht häufig, ist ja auch sein Basis-Kombo. Dann hat er so seinen eigenen Buff, Wind's Blessing, hört sich sehr generisch an. Ich kam auch auf nichts Interessanteres als in dem Fall. Ich könnte es auch noch Sylph's Blessing nennen, aber dann kommen wieder die ganzen Mythologie-Typen und sagen dann, ah nee, das kann man jetzt aber nicht Sylph's Blessing nennen. Also habe ich Wind's Blessing gemacht. Ganz generell und ganz simpel. Ja, da erscheint quasi Windgeister, erscheinen um Zelnite herum. Sammeln sich so ein bisschen um ihn herum, verschwinden dann so mit der Zeit und geben ihm einen Speed-Buff. Und ja, dadurch kann er öfters seine Züge ausführen, ist dadurch auch ein bisschen schneller. Eventuell könntet ihr auch machen, dass er dann noch einen vierten Angriff machen kann, beim Z-Kombo zum Beispiel, dass er dann quasi das Z macht und dann noch einmal den mittleren Strich von dem Z könnt ihr machen, wie ihr wollt. Der Buff ist stackbar. Allerdings, ich habe überlegt, ob man diesen Move auch auf andere einsetzen kann. Also sprich auch andere buffen kann mit der Geschichte, was wiederum dieses Z-Kombo-Geschichte wieder aufhebt, zumindest bei den Charakteren. Speed Buff würde ich gerne behalten. Nur könnt ihr überlegen, wie ihr es machen wollt. Das Wind's Blessing soll generell diese kleinen Windgeister haben, wie sie auch bei Serpico zu sehen sind. Heute benutze ich Serpico relativ häufig, weil der hat, Berserk hat sehr schön gezeigt, wie das mit den Geistern funktionieren kann. Also diese kleinen, süßen Wesen, da könnt ihr machen, wie viele ihr wollt. Also ihr müsst ja auch nicht 20, 30 Stück in einem Bild haben, jetzt in dem Moment, wie jetzt das in dem Bild der Fall ist. Da könnt ihr euch entscheiden, wie viele von diesen Windgeistern erscheinen. Die wirbeln eine Weile um Zelnite herum und verschwinden dann irgendwann im Laufe der Zeit und geben ihm dann den Speed Buff. Das wäre so der Gedanke dabei gewesen. So, zum Z-Kombo. Eigentlich greife ich schon wieder ein bisschen zurück, aber ich werde mal an der Stelle nochmal kurz eingehen auf ein paar Animationen. Also es gibt ein paar Animationen, die ich aus Fate Extella schon mal genommen habe für diesen Charakter, für diesen Gawain. Das ist unter anderem seine Idle-Pose, quasi das von der Front, dann noch seitlich. So wird sie in Fate Extella zumindest gezeigt. Könnt ihr auch so ähnlich haben oder auch ein bisschen abändern, wie ihr wollt. Wirkt auf jeden Fall auch bei Extella ein bisschen höher mit dem linken Arm als bei dem Sprite, was ich jetzt geschickt benutzt habe. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Seine Basis-Kombo, sein Z-Kombo soll so eine Ähnlichkeit haben. Nur mal für euch auch zum zeigen, wie man aus dieser Schwertpose heraus, aus dieser Stance heraus eine Dreier-Kombo machen kann. Die finde ich zum Beispiel auch an der Stelle nicht schlecht umgesetzt. Horizontal, diagonal und noch einmal horizontal. Fand ich jetzt zum Beispiel ganz gut. Für euch nochmal die Laufanimation, ebenfalls aus Fate Extella. Finde ich auch generell ganz gut. Ich sehe aber auch, dass ihr bei Tong RPG eigentlich eher eine kurze Sprunganimation machen wollt und dann anschließend die Angriffe, was auch völlig okay ist. Da bin ich eigentlich auch einverstanden damit. Nur für euch grob zu sehen halt, dass das Schwert halt trotzdem in dieser Position bleibt, auch beim Rennen, auch beim Links. So war das zumindest gedacht. So, dann kommen wir zu weiteren Angriffen. Dann gibt es den Shockwave Divider, da gibt es auch eine zweite Version, da kommen wir später dazu, die seht ihr jetzt schon mit einem halben Auge. Da geht es darum, dass der Zelnite so kurz das Schwert quasi von dieser Pose in diese Pose verwandelt, sich Wind um ihn herum sammelt und dann das Schwert im Laufe der Zeit anfängt zu glühen. Dann er einen schnellen vertikalen Schwung macht,
und dann eine Schockwelle in Form seines, also eine Schockwelle ausgesendet wird an einen Gegner und ja, die dann schließlich geblockt werden kann, ist ein Angriff, der dann mittelhohen Damage Schaden erzeugen soll, der auch blockbar ist für ein bisschen weniger Schaden, könnt ihr machen wie ihr wollt. Und diesen Move benutzt er regelmäßig. Also, ja, also vielleicht immer mal wieder öfters sein Z-Kombo, immer mal wieder öfters seine Standard-Kombos. Aber das ist so eine seiner regulären Moves. Dann gibt es, weil ich überlege, bei dem machen wir doch eher mit Damage. Habe ich mich ein bisschen überlaufen und ich denke mal das. Auf jeden Fall, ich greife schon vor. Sein nächster Move wäre Rising Slash. Der nimmt quasi das Schwert, so wie es ist, dreht es in seiner Hand kurz um, steckt es in den Boden. Dabei erscheinen kleine Projektionen von seinem Schwert, so wie er ist, erscheinen vor ihm am Boden. Die werden nach oben, die stecken dann von oben nach oben und verschwinden dann kurz wieder, erscheinen dann noch einmal in einer bisschen größerer Form in dem nächsten Panel und werden dann schließlich doppelt so groß sein oder sowas um den Dreh beim Gegnercharakter und durchsticht den Gegner quasi von unten nach oben ja, mit einer Projektion von seinem Schwert. Entweder aus so einem Licht, entweder aus so einer Lichtprojektion oder so eine Art Windprojektion, ich weiß nicht, wie ich das am schönsten sagen kann. Fate Stay Night hat zum Beispiel das bei Saber ganz nett gemacht. Mit, ich werde es einblenden, mit quasi, dass ihr Schwert unsichtbar ist und dass dann quasi die Außenform des Schwertes so zwischendurch mal ein bisschen hervorglimmt. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich bin da eigentlich recht offen dafür, aber ich glaube, eine Lichtprojektion wäre an der Stelle besser, weil die da auch visuell besser erkennbar ist für den Spieler und dass er dann sich besser darauf einstellen kann, wann er zu blocken hat entsprechend. Der Angriff geht auf 2 Gegner. 2 Zufallsgegner, muss man dazu sagen. Also er stellt sich tatsächlich in der Mitte auf, entweder bei der zweiten Lane oder bei der dritten Lane. Steckt sein Schwert in den Boden und anschließend kommt dann irgendwann ja, erscheinen dann irgendwann die Schwerter aus dem Boden heraus und gehen dann in einer geraden Linie auf die Gegner zu. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wie gesagt, mittelhohen Damage. Ich habe mich jetzt umentschieden, weil das ist mir für einen hohen Damage eigentlich viel zu... dafür, dass es regulär benutzen soll, viel zu stark. Genau, und wie gesagt, greift 2 Gegner gleichzeitig an. Jede Reihe hat so sein individuelles Pattern, also sprich, die durchlaufen quasi dieses Hochwachsen von dem Schwert, von der Projektion. Also durchwachsen sie quasi individuell. Alternativ zu dieser Schwertprojektion, zu der Lichtprojektion, könnt ihr auch gerne Wurzeln machen, also so hochrankende Wurzeln, die dann quasi schnell hervorstechen wie solche Stacheln, also so richtige, könnt ihr auch machen. Natürlich, auch kein Problem. Wenn ihr das konsistenter findet für den Angriff, für den Charakter, für das Element, dann könnt ihr das auch gerne machen. Die Lichtprojektion ist quasi nur so mein eigenes Fable, weil ich das auch aus Elsword so ein bisschen habe. Aber ja, könnt ihr auch gerne mit so Wurzeln machen, die dann schnell hochschießen, dann Schaden machen. Werde ich auch nicht schlecht finden. Dann gibt es so ein bisschen seinen Joke-Move. Ein bisschen, ja, relativ ähnlich wie Rising Slash in dem Fall. Es soll allerdings, wenn er den Schwert in den Boden rammt, dann soll er irgendwann merken, okay, da kommt keine Projektion. Warum kommt da keine Projektion? Will sein Schwert eigentlich wieder rausziehen und zieht stattdessen einen riesigen Felsen aus dem Boden. Und ja, das quasi hat er hier seinen Griff. Da fängt die Klinge an und ab da fängt eigentlich schon der Fels an, der dann ungefähr so groß ist wie er selbst und der das Ding nimmt quasi als einen Knüppel und greift einen einzelnen Gegner an mit recht hohem Damage. Klar, weil es auch ein riesiger Felsen ist. Und ja, das ist mehr oder weniger so sein Joke-Move. Benutzt diesen Angriff aber sehr selten. Also soll nicht ständig passieren, soll möglichst nur eine Möglichkeit sein, mal zu zeigen, okay, die gleiche Animation, der gleiche Ablauf eventuell sogar,
Nur plötzlich ändert sich da was und er zieht das Schwert hoch und plötzlich hat man hier diesen riesigen Felsen an dem Griff statt der Klinge. Also ja, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wäre nur eine nette kleine Joke-Idee an der Stelle gewesen. Dann sein ultimativer Skill. Den habe ich auch nach dem Schwert benannt, nach Alundite. Der soll eintreten, sobald der Charakter weniger als 30% seiner HP hat. Ist dann sozusagen ein Dauerzustand, so eine Art Aura, wenn man so will. Ich habe es hier noch ein bisschen genauer beschrieben, wie das visuell auszusehen hat, bis zu diesem Abschnitt. Da geht es generell darum, dass also am Boden immer mal wieder so ein stürmischer Wind erscheint, so links und rechts, dass er quasi in seiner üblichen Pose ist. Das Schwert ist verlängert in dieser Situation, ungefähr doppelt seiner Größe, seiner normalen Größe. Auch als Lichtprojektion oder eben in Form von Wind, der quasi um das Schwert herum weht, könnt ihr euch entscheiden. Auf jeden Fall soll er in dieser Position sein und quasi um ihn herum erscheint zwischendurch mal so ein stürmischer Wind. Ihr könnt das dann mit einzelnen Frames, könnt ihr versuchen, da mal zwischendurch mal so eine kleine Brise um ihn herum aufzubauen. Dann ändert sich sein Moveset so ein klein bisschen in diesem Zustand, ist aber auch wie gesagt erst ab dann, sobald er 30% oder weniger HP hat. Wäre so meine Idee gewesen. Ihr könnt auch 50% machen, wenn ihr ihm nicht so viel HP zusprechen wollt. Oder ihr könnt auch 25% machen, ist völlig egal. Ich hätte nur gedacht, sozusagen als Notfallmöglichkeit sozusagen, sein Last Resort sozusagen, wäre halt quasi dieser Modus da, dieses State, dieses Alundite State. Auf jeden Fall soll er dann kein Shockwave Divider mehr benutzen, was ich vorhin erklärt habe, sondern er soll eine Alternativform benutzen, Shockwave Flood. Ich werde ihn mal ganz kurz umbenennen. Habe ich wieder vergessen. Furchtbar. Auf jeden Fall handelt es sich bei Shockwave Flood, kommen wir noch dazu. Außerdem soll er dieses Flood ein bisschen häufiger benutzen als Shockwave Divider, also tatsächlich fast schon jede zweite oder jede dritte Runde. Könnt ihr auch natürlich noch balancen. Ich kann auch nur sagen, das kommt einmal und danach nicht wieder. Genau, Rising Slash benutzt er etwas häufiger. Wie gesagt, das Thema hatten wir schon. Ob das Wurzeln werden oder Schwertprojektion, könnt ihr euch entscheiden. Und dann entsprechend brauchen wir allerdings für das Z-Kombo, für Wind Blessing, eigentlich für alle Moves, braucht man dann eine angepasste Animation. Könnt ihr an der Stelle auch sagen, wir lassen das an der Stelle weg. Weil ich weiß, ich kann mir vorstellen, dass es echt sehr viel Arbeit sein wird, nochmal extra Animationen dafür zu machen. Vielleicht durch die neue Technik, die Mike und Nathan jetzt inzwischen so eingeführt haben, vielleicht kriegt ihr es hin, dass da die neue Animationen angepasst werden und alles. Eben durch das verlängerte Schwert, eben durch die unterschiedliche Animation. Ich wäre euch ehrlich gesagt nicht sauer, wenn ihr das nicht, wenn ihr euch vorgenommen habt, das nicht zu machen. Also jetzt mit Adjusted Size und so weiter. Genau, das State soll bleiben, bis Zelda irgendwann im Kampf fällt. Wenn euch das zu lange ist, weil er eventuell auch ein bisschen sehr lange überleben könnte durch Heilung seiner Kameraden oder seine eigene Heilung, da kommen wir noch dazu, dann könnt ihr auch nur sagen, okay, das geht genau 3 Runden und danach ist er quasi erschöpft und dann kämpft er wieder regulär. Dann könnt ihr machen, wie ihr wollt. Genau, der Witz bei dem Alundite State ist quasi, dass er in der Lage ist, Charaktere anzugreifen, also mit seiner Z-Kombo bis zu 3 Charaktere. Hier habe ich mal ein paar Szenarien mal eingeführt. Quasi, wenn er einen Charakter fokussiert, den Charakter bei Lane 1, also bei der obersten Lane, dann greift er diesen Charakter mit vollem Damage an, also sprich mit seinem Low Damage und Z-Kombo ganz normal, und einen zweiten Charakter auf Lane 2 mit 50% des Schadens, weil er ja nur mehr oder weniger mitgetroffen wird, aber nicht im Fokus ist. Dann im Szenario 2 quasi, er fokust einen Charakter auf Lane 2
Dann trifft er den Lane 1 und den Lane 3 Charakter ebenfalls mit 50% Damage. Also grob zu verstehen, was da an der Stelle so passieren soll. Okay. Es klingt alles ein bisschen komplizierter, als es eigentlich gemeint ist. Wenn ihr Rückfragen habt, komme ich gerne darauf zurück. Dann wie gesagt, seine Alternative zu Shockwave Divider, Shockwave Flood, soll quasi das gleiche, soll quasi einen Horizontalschwung machen statt einen vertikalen Schwung. Und quasi eine Flut erzeugen, quasi durch diesen Schwung. Da erscheint dann quasi eine Wasserwelle, die dann alle Gegner auf einmal angreift. Die soll relativ schnell laufen. Also der Schwertschwung passiert sehr schnell, die Welle, die erzeugt wird, passiert sehr schnell. Also man muss eigentlich relativ schnell reagieren für diesen Angriff. Habe ich mir zumindest so gedacht, weil das ist ja auch so eine seiner angepassten Spezialmoves, die er dann da hat. Und ja, soll allen Gegnern Schaden machen, weil so eine Flut kann man ja schlecht ausweichen, indem man einfach nur sagt, ja, ich stehe jetzt irgendwie weiter aus oder sowas, weil Wasser hat ja eine sehr weite Tragfläche, die breitet sich ja aus. Und wie gesagt, schwer hervorzusagen und ja, immerhin blockbar soll das Ganze sein, also man soll immerhin schon mal in der Lage sein können, halt sein Schild oder wie auch immer vorzuhalten, dass man halt eben nicht so viel Schaden bekommt. Ja, so fair möchte ich eigentlich an der Stelle auch sein. Soll konventionell sein, letzten 3 Moves, die sind konzeptionell eigentlich aus, das sind die ersten beiden, sind konzeptionell aus Azure Striker Gunvolt. Allerdings hat Selnite ja keine Pistole oder irgendwas, er ist ja schließlich natural, dass er quasi stattdessen sich sagt, dass er diese Darts hat, da 3 an der Zahl, die wirft er dem Gegner entgegen. Und diese Nadeln, die heften sich quasi an den Gegner dran und bleiben erstmal für einen Zug. Diese Nadeln, die können dann entweder geheilt werden, also entweder durch einen Heilungszauber oder durch weiß der Kuckuck was. Vielleicht könnte auch der Whitehead Hacker irgendetwas haben, um die Nadeln dann vom Spieler zu nehmen. Quasi ein Debuff Heal oder irgendwie sowas. Entfernt Debuffs von allen Charakteren, irgendwie sowas in der Richtung. Allerdings wird es einem nicht gesagt, dass man das machen kann, das soll man selber herausfinden. Und die sind discardable, also die kann man loswerden, die Dinger, diese Nadeln. Und die machen allerdings an und für sich keinen Schaden. So, der Witz ist, dieser Angriff, dieses Lead-Starts, ist eigentlich nur eine Vorbereitung auf den richtigen Angriff, der dann einen Zug später folgen wird. Diesen Angriff macht er auch relativ häufig, weil er auch versucht, seine eigenen HP recht hoch zu halten. Genau. Und zu den Details kommen wir jetzt bei dem nächsten Angriff, bei Root Leech, wo quasi diese Darts, die aus Wurzeln bestehen, die sind ja an den Gegnern angeheftet. Quasi sollen sie ein bisschen Egelsamen simulieren, sage ich mal in Anführungszeichen. Nur weil es halt verschiedene Gruppen, eine Gruppe von 4 Spielern ist, habe ich nicht gesagt, jetzt machen wir das an alle 4 Spieler, sondern machen wir an 3 Spieler, also an 3 Gegner. Sprich, er nimmt 3 Darts, 3 Nadeln, wirft sie auf den Gegner zu, die heften sich irgendwo an den Körper von dem Gegner an und dann im nächsten Zug darauf setzt er dann auf jeden Fall Root Leech ein. In diesem Zug quasi, bis er das einsetzt, hat man die Möglichkeit, die Dinger loszuwerden. Ja, also es ist ein Zug, den man quasi Zeit hat, mit einem Heilungszauber oder mit dem Whitehead Hacker die Nadeln wieder loszuwerden, um dann auch keinen Schaden zu bekommen. Generell soll das quasi die Nadeln, die sollen dann Wurzeln schlagen, quasi vorbereitet er sich mit seiner Hand. Man kann ja auch dabei auch drehen, also eventuell kann der Charakter auch so sich hinstellen und schon mal sich bereithalten und quasi einmal seine Pose komplett wechseln in dem Moment. Und quasi die Wurzeln von den Darts, von diesen Nadeln, die sollen dann quasi zu 3 Fingern von ihm hinwachsen, sozusagen aus dem Gegner heraus. Ein bisschen unkonventionell, vielleicht auch ein bisschen, könnt ihr auch ein bisschen alles machen, aber die generelle Idee möchte ich eigentlich gerne haben, dass quasi dann die Wurzeln hinwachsen zu den Fingern, er dann quasi die Wurzeln zu sich herzieht, dabei
HP vom Gegner absorbiert, quasi sich selbst hinzufügt. Und das kann er von bis zu 3 Gegnern machen. Wie gesagt, kann dann auch angepasst werden für das Balancing. Und ja, visuell habe ich es euch mal gerade kurz beschrieben. Es wird auch ein bisschen lange dauern, das jetzt zu umschreiben, jetzt im Video. Für euch noch interessant, wann der Skill tatsächlich triggert. Also generell, Root Leech triggert immer. Der wird immer einen Zug, nachdem er Leech Starts eingesetzt hat, ob das jetzt erfolgreich war oder nicht, wird dann auf jeden Fall getriggert. Wenn es irgendeines von diesen Darts geschafft hat, am Gegner zu bleiben, dann passieren da Multiple Hits, also mehrere Hits können da passieren. Die Hits, ich weiß nicht, ob man sie blockierbar machen kann, weil die Dinger sind ja eigentlich schon in der Haut des Gegners sozusagen, stecken ja schon drin, also was kann man da noch blockieren? Ich weiß es nicht, ich überlasse es euch, vielleicht fürs Balancing könnt ihr das auch gerne noch ein bisschen anpassen. Auf jeden Fall passieren da mehrere Low Damage Hits und quasi wenn einer von diesen Hits 2 Schaden macht oder sowas, oder nee, besser gesagt 4 Schaden, dann kann er quasi Mathe ist bei mir heute nicht so. Also wenn er 5 Schaden macht, eines von diesen Hits. Ihr könnt es auch gerne anders machen. Also die 20% sind jetzt keine Festlegung. Im Endeffekt überlege ich sogar, ob man nicht vielleicht sogar 50% draus macht und dann, ja, könnt ihr auch ein bisschen anpassen an der Stelle. Auf jeden Fall, von quasi 5 Hit Damage soll er quasi 1 HP für sich selbst bekommen. Der Clou an der ganzen Geschichte ist ja, wenn es an 3 Charakteren erfolgreich funktioniert hat, dass er dann ja von jedem Charakter bei jedem dieser Hits jeweils 1 HP bekommt. Also sprich, es wären beispielsweise 4 Hits mit insgesamt 20 Damage an jedem Charakter. Dann kriegt er 4 HP pro Charakter, kriegt also 12 HP am Ende von dem Ganzen. Die Darts, die werden am Endeffekt dann verbraucht, also die sind dann vom Gegner weg. Und ja, dann muss er natürlich dann wieder Leech Starts erneut benutzen, um sich wieder HP zu absorbieren vom Gegner. Könnt ihr auch machen, könnt ihr auch anders machen. Von der Menge an Schaden oder an der Menge von Hits. Ich habe jetzt auch nur geschrieben Multiple Hits. Es könnten jetzt 3 Hits sein, könnten 4 Hits sein, könnten 5 Hits, könnten 20 Hits sein. Ihr könnt euch entscheiden, wie ihr wollt. Ich habe es nicht festgelegt an der Stelle. Ein kleiner Clou an der, mal ganz nebenbei, weil ich selber weiß, dass der Alundite State, den ich oben hier umschrieben habe, dass der ein bisschen overpowered ist, dass er ein klein bisschen arg mächtig ist. Bin ich doch der Ansicht gewesen, dass wenn er ist zwar in der Lage, Root Leech einzusetzen, genauso wie Leech Starts in diesem State, allerdings heilt ihn, soll die Absorbierung deutlich weniger bei ihm heilen. Also der Schaden soll da sein, aber es soll ihn deutlich weniger heilen, einfach wegen dem Balancing ein bisschen, dass man sehen kann, okay, weil wenn er sich direkt wieder hochheilen kann und er bleibt bei 100% HP und hat dann die ganze Zeit dieses Alundite State, dann kriegt man den ja nicht down. Das ist ja fast schon bossmäßig und das will ich ja nicht. Er soll diese Besonderheit haben, oder ich wünsche mir gerne eine Besonderheit für ihn, ab einer gewissen HP-Grenze, aber er soll auch ein bisschen abgeschwächt werden an der Stelle in dieser Situation. Alternativ, wenn keines von den Darts es geschafft hat, an den Gegnern dran zu bleiben, dann wird er sich trotzdem in diese Pose begeben und sich konzentrieren und so irgendwann nach einer halben Sekunde so merken, so, ja, warum passiert da nichts? Und dann wird er vielleicht so mit Fragezeichen so, aufploppenden Fragezeichen so überlegen, irgendwas ist da schief gegangen. Wäre so meine Gedanke. Kann man eine kleine Animation vielleicht draus machen, wie ihr wollt. Oder einfach nur ein paar Fragezeichen, Ausrufezeichen und fertig. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Dann habe ich generell gedacht, so ein Typ, der Wind befehligt und da ich der Wind befehligt, bin ich so der Ansicht, dass so eine kleine sanfte Brise vielleicht sogar als Heilungsangriff, eine Heilungsmöglichkeit dienen soll für die Gruppe. Also dass er nicht nur sich selbst heilen kann mit diesem Root Leech, sondern auch, dass er die Gruppe heilen kann.
Allerdings benutzt er diesen Move dann ein bisschen seltener, also viel seltener. Soll quasi Debuffs heilen und die Gruppe 25% ihrer HP heilen, also die ganze Gruppe. Allerdings wieder mit dem kleinen schönen Bedingung, dass wenn Cell Knight jetzt hier diesen Alodite State anhat, dann soll er weniger Heilung bekommen. Ja, und das, wie gesagt, dieser Move kommt sehr selten. Ich habe mir gedacht, ich bin Tales of Symphonia-Fan. Ja, und ich habe die Angriffe Healing Stream und Healing Wind von Kratos bzw. Zelos fand ich an und für sich ein gutes Konzept. Ja, das Einzigste, was ich überlegt habe, bevor jetzt irgendwie Namco zu euch kommt oder zumindest irgendjemand anderer mit Copyright oder irgendwie solche Geschichten, dann machen wir aus dem Titel von dem Skill lieber Relaxing Breeze, weil jeder von euch kennt es, wenn ihr auf einer Wiese seid und eine schöne sanfte Brise weht euch um die Haare, weht euch um die Nase, dann fühlt ihr euch entspannter, da fühlt ihr euch gelassener, da fühlt ihr euch irgendwie ein bisschen therapisiert. Und so in der Richtung soll es ein bisschen gehen, dass quasi eine sanfte Brise für die Charaktere quasi ins Gesicht wehen soll und denen quasi die Entspannung, die Anspannung ein bisschen nehmen soll und dadurch heilt. Wäre mein Gedanke gewesen, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Was für Animationen mein Charakter an der Stelle selber macht oder ob der sich einfach nur sagt, so, ja, ich nehme das Schwert, ich steck's in den Grill. Wende mich ein bisschen dem Wind zu und entspanne mich so ein bisschen. Ihr könnt machen, wie ihr es wollt. Ja, ihr könnt auch einfach sagen so, ja, nee, finde ich eigentlich nicht gut. Eher so eine entspannte Pose, so, ach, eine sanfte Brise am Tag ist doch schön. So, keine Ahnung, irgendwas. Oder feels nice. Ich habe keine Ahnung. Ihr kennt euch da, glaube besser aus. Ja, da hat er mir irgendwie eine dritte Seite gemacht, aber die ist völlig uninteressant. Das wären generell die Moves. Die Beschreibungen lasse ich euch jetzt mehr oder weniger im Bildschirm drin. Oder ihr könnt ja immer wieder nachscrollen und immer wieder gucken. Auf jeden Fall, das wäre mein Charakter, der liebe Cell Knight. Ich habe erst überlegt, was für einen Namen ich für ihn mache. Ich habe erst überlegt, ob ich es ähnlich mache wie MadPat mit Mad Theorist oder wie der Ronnie mit Ronnie Editor. Allerdings kam dann der Gedanke, weil ich Let's Player bin. Ich könnte auch Cell Player machen oder Cell Gamer oder Cell, keine Ahnung was. Also irgendwie eine nette kleine Kombination aus dem, was ich gerne mache oder weil ich in der Informatik arbeite zum Beispiel. Zealot oder Cell-IT, ich habe keine Ahnung. Aber ich fand die ein bisschen sehr regulär. Es gibt bestimmt sehr viele Leute, die sich dann sagen würden, dass sie Gamer oder Player in ihren Charakternamen drin haben und es dann ein bisschen langweilig klingt, wenn man dann plötzlich 20, 30 Leute hat, die haben dann, was weiß ich, Fluffy Gamer oder Fluffy oder Makro Player oder was weiß der Geier. Habe ich gesagt, machen wir das an seinem Design fest. Also eher was Ritterliches, eher was, sage ich mal, mit gewissen edleres Design. Und machen wir einen Ritter aus ihm. Und dann habe ich gedacht, ja gut, machen wir einfach Cell Knight. Ich habe erst überlegt, Cell Lord zu machen, aber das ist irgendwie, spricht sich nicht so schön aus. Und dann habe ich gedacht, komm, Cell Knight ist gut. Mach mal so. Auf jeden Fall, das ist meine Charaktervorstellung. Ist jetzt doch recht lange geworden, das Video. Werde ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen schneiden, noch ein bisschen verkürzen das Ganze. Und ja, ich wünsche euch viel Erfolg bei Tom RPG, beim Gestalten des Charakters, Gestalten aller Charaktere. Und ich freue mich sehr auf den Stream, in dem dann mein Charakter auch selber gezeichnet wird. Und ja, ich bin an und für sich sehr gespannt. Ich bin aber andererseits jetzt sehr aufgeregt darüber, dass ich jetzt circa 40 bis 50 Minuten Videomaterial erst untertiteln muss. Aber ja, wird sich jetzt dann gleich direkt zeigen. Auf jeden Fall, das wäre es zu meiner Charaktervorstellung, zu meinem Charakterkonzept. Ihr kriegt auf jeden Fall mein License Agreement demnächst zugesendet. Der Charakter hat noch viele Anpassmöglichkeiten. Grobe Ideen habe ich euch geliefert. Und ich hoffe, ihr seht es mir ein bisschen nach, dass ich nicht unbedingt ein guter Zeichner bin oder nicht unbedingt ein sehr balancierter Denker bin, was Moves betrifft und sowas. Es sind viele Ideen dabei reingeflossen aus
vielen verschiedenen RPGs, vielen verschiedenen Jump'n'Runs und Visual Novels und alles mögliche. Und ich hoffe, ihr findet etwas Konsistenz, die ich vielleicht nicht so ganz finde, und macht dann einen Charakter aus ihm, auf den ich auf jeden Fall sehr stolz sein kann, bei diesem Projekt mitgewirkt zu haben. Bin ich so oder so schon, aber ich würde mich echt drum freuen. Deshalb habe ich mir auch, sage ich mal, wo ich gespendet habe, wo ich für Kickstarter meine Spende gemacht habe, diese $200 Spende, da hatte ich eigentlich ein paar wenige Stunden zuvor meine Mastercard bekommen und habe mich dann in dem Moment entschieden, halt stopp, dieser Christopher Niosi, der macht jetzt dieses Projekt. Jetzt gibt's noch diese Spendemöglichkeit, diese Belohnungsmöglichkeit mit $200 voll animierter Gegnercharakter. Jetzt musst du zuschlagen, sonst ist es vorbei. Und dann habe ich ganz schnell mich auf Kickstarter angemeldet, habe dann meine Kartendaten hinterlegt und habe dann direkt meine $200 Spende gemacht. Und ich freue mich, dass es geklappt hat. Auf jeden Fall, das war es jetzt erstmal zu diesem Video. Hoffe, ihr konntet was gut Positives daraus rausgewinnen können und ja, wir sehen uns. Ich bleibe bei Twitter aktiv, ich bleibe bei Kickstarter aktiv, ich bleibe allgemein aktiv, was das ganze Projekt betrifft. Bin auch gerne euch nach wie vor als Tester, bleibe ich euch vorhanden. Ich habe ja dem Mike und dem Nathan ja schon immer wieder mal irgendwelche Nachrichten auf der Itch.io-Page hinterlassen mit Verbesserungsvorschlägen, mit Bugs, die man gefunden hat und so weiter. Und ich bleibe euch auf jeden Fall erhalten, was das betrifft. Auf jeden Fall viel Erfolg bei dem Projekt und Battle on. Ciao, ciao!